Ja, grüßt euch und willkommen zu einem neuen Video, diesmal mit sprechendem Gesicht statt sprechenden Händen. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie wir diese zwei guten Dinger miteinander vermählen, flach bekommen und wie wir etwas fetteren Klang hinbekommen. Abracadabra, Simsalabim. Dann haben wir hier einmal das gute Stück. Das werden wir einmal dafür brauchen. Und zusätzlich noch dieses gute Stück hier, ein Messmikrofon und einen Rechner. Zu Beginn machen wir jetzt erstmal eine Eingangsmessung ohne EQs, ohne Filter, ohne gar nichts, um einen Benchmark zu haben, den wir später vergleichen können mit dem Ergebnis. Was wir hier jetzt sehen, ist die neue Hill Climb Racing Map. Um das zu beheben, machen wir jetzt eine Nahfeldmessung vom Woofer und eine gefensterte Messung vom Tweeter. Macht nicht den Fehler wie ich und zerlegt die ganze Box, falls ihr so ein DSP habt, sondern geht einfach in die ACP Workbench und hier könnt ihr dann den Tweeter und den Woofer separat voneinander lauter und leiser machen. So, das Mikro ist auf einer Achse mit dem Tweeter und wir messen. Selbes Spiel jetzt nochmal Nahfeld für den Woofer. Im Programm legen wir uns jetzt erstmal die beiden Messungen übereinander. Hier können wir erstmal gucken, wo man ungefähr eine Frequenzweiche machen kann. Das sieht hier bei 2 kHz ganz okay aus. Da werde ich die machen. Und als nächstes, bevor wir irgendwas an den Graphen selber machen, testen wir erstmal, wie so eine Frequenzweiche aussehen könnte. Dazu gehen wir hier oben in das EQ-Menü, dann öffnet sich ein Fenster. So, im EQ-Fenster angelangt, wählen wir uns erstmal als Equalizer den Generic aus und hier wählen wir uns Subwoofer aus. Dann sagen wir, der Low Frequency Cutoff ist bei 35 Hertz ungefähr, heißt, dass er einfach untenrum nicht spielt und den machen wir relativ steil. Und da ich bei 2000 Hertz trennen möchte, rechne ich einfach 2000 geteilt durch 1,3. Da kommen wir ungefähr auf 1540. Das Ganze bei einer 6 dB Oktave. So, das speichern wir uns einfach nur als diese Kurve hier. Also jetzt speichern wir uns nur die blaue Kurve. Das geht mit Generate Measurement from Target Shape. Jetzt gehen wir über zum Tweeter. Hier machen wir es andersrum. Bus Limited Speaker, sagen 2000 mal 1,3, jetzt 2600, ebenfalls mit einer 6 dB Oktave. Alle Slopes niedrig einstellen und Generate Measurement from Target Shape. So, hier bekommen wir zwei Target Shapes. Die können wir jetzt einfach mit Average the Responses averagen, also wir können einen Mittelwert bilden. Wenn wir das machen, sollten wir so eine Kurve rausbekommen, was meiner Meinung nach sehr gut aussieht. Wir kümmern uns jetzt, wie gesagt, erstmal um die Frequenzweiche. So, da das passt, können wir jetzt zu den richtigen Messungen gehen und die Einstellungen darauf anwenden. Wir beginnen mit dem Tweeter. Die Messung müssen wir fenstern. Dazu gehen wir in Impuls und fenstern es auf knapp 5 Millisekunden, um Reflexion von den Wänden hier raus zu fenstern. Die Messung sieht jetzt so aus danach. Bei der Nahfeldmessung vom Woofer müssen wir nichts mehr machen. Beginnen wir wieder mit dem Woofer. Wir gehen in die EQ-Einstellungen, geben da wieder unsere Werte ein und danach klicken wir auf Calculate Target Level from Response. So, anschließend Filter Tasks. Filter sollen erst ab 500 Hertz kommen, da wir nur die Frequenzweiche machen. Flatness Target könnt ihr auf 3 oder auf 2 dB lassen. Ich mache mal 2 und dann klicke ich auf Match Response to Target. Jetzt errechnet er mir ein paar Filter. Das soll rauskommen und das war der Eingang. Das, was rauskommen soll, exportieren wir uns jetzt ebenfalls. Generate Measurement from Predicted. Wir gehen über zum Tweeter. Gleiches Spiel. Match Response to Target. Wir sehen, das passt. Ist unter 2 dB Abweichung, also passt das. Generate Measurement from Predicted. Und jetzt öffnen wir uns die zwei Predictions. Das sind die beiden hier. So sah es ungefiltert aus, so gefiltert. Und jetzt klicken wir wieder auf Average die Responses. Und jetzt bekommen wir hier ein Average raus. Der schneidet hier unten rum was ab wegen der Fensterung, aber das stört jetzt nicht so, weil wir uns gerade um die Frequenzweiche kümmern. So sollte unsere Kurve dann aussehen, wenn wir die Filter auf den DSP anwenden. Dazu öffne ich das DSP-Programm, beginne mit dem Woofer, aktivieren EQ, erstelle mir einen neuen. Dann gehe ich wieder in das EQ-Fenster von der Woofer-Messung
klicke auf EQ Filters, dann ploppt hier so ein Fenster auf und dann übertrage ich einfach hier die Zahlen rüber in das DSP-Programm. Zusätzlich erstelle ich jetzt noch einen Hochpass bei 30 Hertz, um den Woofer zu schützen. Speichere das Ganze, okay, gehe hier rüber zur Messung vom Tweeter. Jetzt gehen wir in den EQ vom Tweeter, erstellen nur einen Filter. Zusätzlich erstelle ich hier jetzt einen Hochpass, der ab knapp 700 erst spielen lässt, einfach damit der Verstärker weniger arbeitet. Okay, speichern, flashen und nochmal messen. Jetzt messen wir wieder den Tweeter. Und jetzt machen wir wieder die Benchmark-Messung. Jetzt springe ich wieder an den Rechner. So, was sehen wir jetzt hier? Also nochmal Woofer-Nahfeld, Tweeter-Nahfeld und die Gesamtmessung. Ich mache jetzt wieder psychoakustisches Smoothing. Hier fenster ich noch. Da sehen wir auch, da gehen die ganzen Täler weg auf einmal, weil die Reflexionen nicht mehr so einen starken Einfluss haben. Wieder Smoothing. Hier sehen wir die Nahfeld-Eingangsmessung in Blau und jetzt die gefilterte Messung in Rot. So, und wenn wir die jetzt übereinander legen, sehen wir, dass ich hier im Grunde genommen nur bei 5 bis 6 Kilohertz ein bisschen Pegel rausgenommen habe. Ansonsten hat der Kondensator eigentlich schon ganz gute Arbeit geleistet. Und jetzt nehmen wir uns die beiden letzten Messungen, klicken auf Average die Responses und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Tada! So sieht das Ganze aus. Nahezu perfekte Überlagerung, bin sehr zufrieden. So, hier schnappe ich mir nochmal die Eingangsmessungen, average die auch. Und jetzt vergleichen wir mal. Grün Eingangsmessung, Gelb Ausgangsmessung. Wir sehen hier, dass wir das Gesamte etwas geglättet bekommen haben. Alles im Grunde genommen ziemlich gut aussieht. Hier sehen wir nochmal die Eingangs-Benchmark-Messung und jetzt die gefilterte Abschlussmessung. Ich habe die jetzt mal im Bassbereich übereinander gelegt und wir können hier erkennen, dass ab 400 Hertz bis oben raus alles deutlich flacher ist. Diesen Graphen der letzten Messung wollen wir jetzt noch etwas flacher hinbekommen und etwas fetter klingen lassen. Dazu gehen wir wieder mal ins EQ-Fenster und stellen uns eine Kurve ein, eine Zielkurve. Wieder Bass Limited Speaker, Bass Management Cutoff machen wir wieder bei 35, Slope ziemlich steil, da kommt eh nichts mehr, ungefähr 40. Spielen hier ein bisschen mit den Werten rum und oben raus möchte ich den Hochton etwas abflachen lassen. So, wenn man jetzt eine ungefähre Kurve hat, das muss man nach Geschmack machen, klickt man auf Calculate Target Level from Response. Im Anschluss sagt man hier von 35 Hertz bis oben raus. Individual Max Boost lässt man am besten auf 0. Wir wollen nichts boosten, wir wollen nur abtragen. Boosten ist ein bisschen schwierig. Overall Max Boost nehmen wir auch raus. Flatness Target auf 2 und dann klicken wir auf Match Response to Target. Lassen uns ein paar Filter generieren. Und dann sehen wir hier, was er uns prediktet. Gehen wieder in die Filter und gucken, welche Frequenzen sind vom Tweeter abgedeckt und welche Frequenzen vom Woofer. Bis 1540 vom Woofer, ab 2600 vom Tweeter. Und hier ist noch so ein Zwischending. Wir versuchen es jetzt ohne diesen Filter und schauen, was passiert. Genau, das ist dieser Buckel, der erscheint dann wieder. Ich werde einfach versuchen, den Filter auf den Woofer anzuwenden. Jetzt habe ich alle Werte übertragen, flashe erneut und jetzt wird wieder gemessen. Im unteren Frequenzbereich habe ich die Kurve sehr gut angleichen können, jedoch habe ich jetzt Probleme über 1000 Hertz. Da sieht man, dass ich einige Buckel habe. Mit Hilfe von Filtern habe ich sie nicht wegbekommen, weswegen ich jetzt stark auf stehende Wellen tippe. Deshalb werde ich im nächsten Video unterschiedliche Dämmmaterialien testen und nochmal Messungen durchführen. Und so kann man sich jetzt Schritt für Schritt an sein Wunschergebnis rantasten. Ich merke, dass ich hier langsam an Grenzen stoße. Dafür müsste ich wahrscheinlich im Freien messen.
bekomme diesen Buckel nicht mehr raus, obwohl ich jetzt noch zusätzliche EQs angewendet habe. Irgendwelche Reflexionen stören hier. Aber jetzt können wir hier schön vergleichen. Das war die Eingangsmessung und das ist jetzt die deutlich flachere Ausgangsmessung. Kann sich sehen lassen, meiner Meinung nach. Vor allem der Bassbereich ist jetzt deutlich betonter und die Mitten sowie die Höhen sind etwas gezähmter. Jetzt gibt es wieder was auf die Ohren. Ich habe in einigen Clips noch einen Filter angewendet, dass man insbesondere die Mitten und die Höhen gut hören kann. Schreibt mal in den Kommentaren, welche Einstellung euch besser gefällt. So, war doch gar nicht so schwer. Jetzt haben wir alles abgedeckt, was man wissen muss, um mit Hilfe von REW und seinem DSP eine Frequenzweiche einzustellen und um den Verlauf zu glätten. Ich hoffe, ihr könnt jetzt mit diesem neuen Wissen eure Box einstellen, so dass euch der Klang am Ende gefällt. Spielt da ein bisschen rum, Geschmäcker sind verschieden, aber wie man gesehen hat, ist das alles gar kein Hexenwerk. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!